Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich sehe, du stehst vor neuen Herausforderungen. Ich helfe dir gern. Hoffentlich hält die Datenverbindung bis zum Ende der Übertragung durch, damit ich dir alles auf den Weg mitgeben kann, was du für deine Mission brauchst. Heute zeige ich dir, was der Cosinussatz ist und welche Berechnungen du damit anstellen kannst, um die Weltrettung effektiv zu unterstützen. Und glaube mir, das Wissen wirst du brauchen. In der Übertragung zum rechtwinkligen Dreieck hatte ich dir ja bereits den Cosinus gezeigt. Jetzt geht es um den Cosinussatz. Der hat natürlich etwas mit dem Cosinus zu tun. Deshalb will ich dich nochmal kurz daran erinnern, was wir damals besprochen hatten. Der Cosinus eines Winkels, in unserem Fall Alpha, ist das Verhältnis aus Ankathete und Hypotenuse. Für Alpha ist die Ankathete die Seite B und die Hypotenuse die Seite C. Mit dem Cosinus können wir Winkel und Seiten im rechtwinkligen Dreieck berechnen. Für das allgemeine Dreieck brauchen wir den Cosinussatz. Der ist eine Anwendung der Cosinusfunktion und gilt in jedem Dreieck. Im Gegensatz zum Cosinus ist also kein rechter Winkel notwendig. Der Cosinussatz sieht wie folgt aus: a² ist gleich b² plus c² minus 2bc mal Cosinus Alpha. Je nachdem, welcher Winkel gegeben ist bzw. gesucht wird, kann der Cosinussatz aber auch so oder so aussehen. Wichtig ist, der Winkel in der Formel ist der Winkel, der der gesuchten Seite gegenüber liegt und von den beiden bekannten Seiten eingeschlossen wird. Im Falle der ersten Formel ist die gesuchte Seite a. Ihr gegenüber liegt der Winkel Alpha, der von den bekannten Seiten b und c eingeschlossen wird. Aber wann genau wende ich den Cosinussatz an? Wenn wir in einem Dreieck alle drei Seiten kennen, können wir mit dem Cosinussatz die Größen der Winkel bestimmen. Um eine Seite des Dreiecks zu berechnen, werden die anderen beiden Seiten und der Winkel, der zwischen den beiden gegebenen Seiten liegt, benötigt. Lass es mir dir an einem Beispiel erklären. Aufgrund der Bedrohungen auf der Erde arbeiten WissenschaftlerInnen aktuell an einem Modell für eine Marsunterkunft, wo wir Menschen eines Tages leben könnten. Für das Konzept der Marsunterkunft fehlt noch die Länge der Querstrebe C. Die sollst du jetzt berechnen. Um diese Aufgabe zu lösen, kannst du dir den Cosinussatz zur Hilfe nehmen, denn zwei Seitenlängen sind gegeben, nämlich die Länge der Seite A und B sowie der Winkel Gamma mit 130 Grad. Um die gesuchte Seite C in Meter zu errechnen, bringen wir den Winkel, der ihr gegenüber liegt, mit den beiden gegebenen Seiten in Verbindung. Wir wenden damit den Cosinussatz an und der sieht so aus: c² ist gleich a² plus b² minus 2ab mal Cosinus Gamma. Zunächst müssen wir das Quadrat von c mit Hilfe der Wurzel auflösen. Im nächsten Schritt können wir die gegebenen Werte für a, b und Gamma einsetzen. Damit ist die Seite C der Marsunterkunft 3,65 Meter lang. Genial! Jetzt kann das Design der Marsstation in die nächste Runde gehen. Und wer weiß, vielleicht ist das Leben auf dem Mars viel eher möglich, als du denkst. Damit dir die wichtigsten Punkte nicht verloren gehen, habe ich dir alles Wesentliche nochmal zusammengefasst. Merke dir, der Cosinussatz ist eine Anwendung der Cosinusfunktion. Wir können mit dem Cosinussatz Winkelgrößen und Seitenlängen in jedem Dreieck berechnen, wenn 3 Seiten oder 2 Seiten und der eingeschlossene Winkel gegeben sind. Und hier nochmal die Formel. Die muss angepasst werden, sodass sie zu den gegebenen und gesuchten Werten passt. Du findest, dass die Formel irgendwie ziemlich kompliziert aussieht? Wenn du Lust hast, dann verrate ich dir jetzt noch ein kleines Geheimnis. Schau mal, was passiert, wenn es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt und Gamma nicht 130, sondern 90 Grad hat. Der Cosinus aus 90 Grad ergibt 0. Und alles, was mit 0 multipliziert wird, ergibt natürlich auch 0. Damit kürzt sich der hintere Teil der Gleichung einfach weg. Und was bleibt übrig? Der Satz des Pythagoras. Der ist nämlich ein Sonderfall des Cosinussatzes. So, jetzt bist du aber für deine Mission gewappnet. Und wenn du mich brauchst, ich bin nur einen Knopfdruck entfernt.